Ja, Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIII Lightning Returns. Ich war in der letzten Folge echt doof, dafür erstmal ein dickes Sorry. Ich habe nämlich einige Sachen schon im Inventar, die wir für die ganzen Missionen hier brauchen, um sie abzuschließen. Ich will mich jetzt gerne ein bisschen beeilen, dass wir hier noch was schaffen, bevor 6 Uhr schellt. Wir müssen da nochmal zur Kaktusstadt. Vielleicht, dieser Junge ist, glaube ich, jetzt leider weg. Der uns beklaut hat, war wo nochmal? Ich glaube, da müssen wir noch ein Stück weiter runter. Ich glaube, der war... Ich will mir mit dem Finger auf dem Bildschirm zeigen, um es dir zu zeigen. Also quasi hier so in der Mitte, da war dieser Junge, wo wir den Brief zurückgeben müssen. Und ganz, ganz wichtig, ich muss im Bankett of the Lord essen. Ich weiß nicht, warum ich das in den letzten Folgen nicht getan habe. Bin einfach, glaube ich, zu dumm gewesen, um daran vorbeizulaufen. Und wir können noch eine... Ich laufe da mal eben schnell zurück. Und wir können noch eine andere Aufgabe abschließen. Genau, die mit dem komischen Typen, der hier sein eines Stück da, seine Noten verloren hat oder sowas. Das Skript auf jeden Fall davon. Die hab ich nämlich schon gehabt von Anfang an. Ich hätte ihn einfach nur nochmal ansprechen müssen, dann hätte ich die Quest quasi schon abschließen können. Ich, ja, fand's super toll, dass wir so blöd waren. Ich werde mal hier einfach mal abhauen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ja, die machen nur ihren Job. So, ich möchte hier essen. Bei wem kann ich denn? Beim Bankettmeister? Ja, na endlich. Snows Spezial, Haute Cuisine und ein Bacchusbräu. Ich hab Durst. When offering a complete dining experience to discerning patrons, superb food and excellent drinks are not enough. One must always anticipate the needs of your patrons. I am constantly assessing the dining space from the viewpoint of my customers, the comfort, the decor. Our customers want more than just a meal. They come for the memories they can savor for years to come. Ja, und da haben wir das ganz Wichtige über die Bewirtung gelernt. Jawohl, endlich haben wir 6 von 6 Gaststätten. Hope. Nervt mich nicht. Well, how goes the culinary tour? Fertig läuft sie. I visited the top restaurants in the neighborhood. That is excellent news. So now let me give you the advice I promised. If Seedy's restaurant wants to turn its business around... wait, let me ask you something first. You've eaten at Seedy's and at the best establishments in Yusnan. Why don't you tell me what you think is the main difference between the two? I'd be interested to hear your opinion. In your own words, of course. Why? Is this some kind of test? Yes, exactly. Now tell me, what did all the successful restaurants have in common that poor old Seedy's lacks? Let me see. Everyone I spoke to was helpful. They seemed honest and open. I don't think they were lying to me, but something seemed off. Oh, would you care to elaborate? Well, it almost felt like they were hiding something from the customers. But it wasn't as if they were deliberately lying or trying to deceive anyone. In fact, I don't think they realized it themselves. They thought they were telling me everything they knew. Yes, that's it. It was unconscious, like an instinct. They were hiding something, but they weren't doing it deliberately at all. I'd say the very best chefs, restaurant managers, and bartenders all share some kind of secret. It's like a special ingredient that makes their food stand out from the others. What a wonderful deduction. You have hit the nail on the head. To think you discovered this answer only after visiting a few establishments. It is as you say. The best, most successful restaurants have a certain je ne sais quoi, a secret something that makes their offerings unique. And finding that something, that is what I do best. In other words, if the restaurant does not already have a special something, then I simply cannot help it. Then what about Seedy's? Do you think you can help him? I can tell you this, the chef there already knows his secret. The talent is there to make that restaurant a success. Unfortunately for him, the secret spice that gives his dishes flair is extremely rare. He cannot secure supplies, and that is why he struggles. Let me be specific. Once upon a time, Seedy's recipes all featured the spice commonly known as civet musk. But then supplies dried up and the restaurant fell into a long decline. You seem to know a lot about Seedy's. Well, a long time ago, let's just say we have a close history and leave it at that. Fine by me. All I need to know is that if I can find this spice, the restaurant should start bringing in customers. Yes, exactly. The problem is the spice is not easy to find. In fact, the only way to acquire it would be to defeat certain monsters. Such a shame. All for want of a single spice, his restaurant is failing. He has the recipe for success, he just needs the final ingredient. Ja, na gut.
Ich dachte, wir wären damit fertig, aber natürlich nicht. Wir brauchen noch eine Zutat, die sich Zibet nennt. Zibet ist die geheime Zutat, die die Speisen im Seedys zu etwas Besonderem machen wird. Du erhältst es nach einem Sieg über das Monster Felix in der Hauptstraße. Besorge das Zibet und bringe es Gordon Gourmet. Felix. Haben wir schon mal gegen den Felix gekämpft? Ich weiß gar nicht, aber Hauptstraße aber, ne? So it turns out this Zibet musk is a precious commodity. Why don't you let Gordon Gourmet know you have some? He can tell you what to do next. Ja, haben wir doch gerade gemacht, Hope. Hast du nicht aufgepasst, wa? Na gut, hier bin ich doch, glaube ich, auf der Hauptstraße, ne? Schlemmerviertel. Ich glaube, ich bin nicht da. Wo war denn die? Warte mal, wo musste ich denn noch mal hin? Ich kenne mich leider noch nicht so ganz gut aus in Newsnahen. Da wäre ich schon wieder fast falsch gelaufen. Wieso rennt eigentlich auch immer nach links rennen? Keine Ahnung. So, hier auf der Hauptstraße, da ist die Kacktor-Statue. Da gibt's auch den Jungen. Und dort gibt's die komische andere. Wir gehen hier einfach mal lang. Vielleicht schlagen wir hier wieder 7 Fliegen mit einer Klappe. Das wäre ganz toll. Liegt schon wieder was. Bronzemedaille. Ist der Junge da? Mal wieder? Ich glaube nicht, ne, er pennt noch. Kommt bestimmt erst wieder morgen. Er ist nicht da, verdammt, er ist nicht da, er ist nicht da. Ist auch alles so leer hier. Ach man. Außer hier, der ist noch am Fotografieren. Nachts um 4. Medaille. So, ich hoffe, dass wenigstens hier. Nee, ich dachte gerade, das wäre der Junge. Warte mal. Ist auch keiner da. Hallo? Wo sind denn alle? Das wird wahrscheinlich echt wieder erst morgen was, ne? Also am nächsten Tag. So ein Scheiß. Picket. Aber das können wir abschließen. Alter. Kannst du mal aufhören? Nein! Nein! Alter! Yes, you have come at the appointed time. Your destiny awaits, Savior. And just what makes you so sure that I'm the savior? His eye sees the truth. It cannot be denied. We are alchemists who seek the ultimate truth of all things. He has used the alchemic arts on himself. Now he possesses the eye that sees all. So, what do you want with me? Listen to his oracle. Your true path as the Savior is known. Now it is time you know it yourself. Ich wollte eigentlich den Jungen gerade, ne? Ich wollte ihn schnappen. Wehe, der ist jetzt gleich weg. Freier Wille. Auf dem Springbrunnenplatz im Vergnügungsviertel behauptet ein Wahrsager, dass sein Kollege mittels alchemistischer Künste das allsehende Auge erlangt hat und in die Zukunft sehen kann. Wenn er die Wahrheit sagt, könnte es dir von Nutzen sein, die Spur zu verfolgen, um deinen wahren Pfad als Erlöserin offenbar zu bekommen. Ja. Nimm's mal an. Ich weiß nicht, was ich da jetzt annehmen soll. Einfach mit ihm sprechen, oder was? An oracle? If you've got something to tell me, I'll listen. But I choose my own path. Listen, Savior. I say to you that which I have seen. Tomorrow, when the sun hangs highest in the sky, you shall meet us in this place. The encounter is ordained. Hope, what do you make of these so-called fortune tellers? Sorry. I'm not gonna make you give back what you stole. It belongs to you anyway. Did you notice? Huh? What is it? A letter? And it's addressed to me? Oh yeah? Huh. It's from my old man. What am I supposed to do My with old this? man. Why are you Sag ich asking nur. me? It's yours now. Throw it away for all I care. Damn right I'll throw it away. And I don't need your permission either. Listen, I'm not gonna pretend I understand. It must be hard for you. Losing your parents, then being trapped in a child's body for centuries and centuries all alone. That's right. You can't understand. No one can. Let me tell you something. I lost my parents, but it wasn't the same. I still had my sister. I wasn't left all on my own. I was luckier than you. So, your parents are dead too? Yeah, it happened a long time ago.
but I remember being really angry. People pitied me, treated me like a helpless child. I couldn't stand it. So I pushed people away and built walls around me, but I still had my sister. She understood me. It's not fair. I didn't have anyone. I was left all alone. I know. If it were me, I couldn't have done what you did. You're a lot stronger than I am. You've done an amazing thing, going through that and surviving all these years. You should be proud of yourself. I should? I've never felt proud about anything. But when you put it like that, maybe I should be proud. But I think what they basically said was they want you to come back and see them again at noon tomorrow. It's not much of an oracle. They're just telling me what to do. Well, I'll decide tomorrow. Well, gut. Jetzt haben wir quasi nebenbei eine angefangen und wieder eine aufgegeben. Ja, eine beendet. I'm done with pickpocketing. I'm turning over a new leaf and going clean. Sehr gut. Because I don't want you giving me any more of your lectures. That's good. Naja, gut, da haben wir noch einen kleinen Jungen ein bisschen zeigt, wo es lang geht. Moment. Und noch ein bisschen was erfahren von Lightning, warum sie ja so ein bisschen mauert. Eltern sind ja auch gestorben. Hat sich dann quasi dadurch so eine Fassade aufgebaut, die nur ihre Schwester ein bisschen durchschauen kann. Was machen wir denn jetzt noch? Was machen wir denn jetzt noch? Wir könnten noch ganz schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich brauche noch kurz ins Menü. Nehme ich mal mit. Gerade mal hier wichtige Gegenstände. Andere Gegenstände. Ich glaube hier. Mal kurz sortieren nach Alphabet. Ich brauchte noch Ätherspulen. Ätherspulen habe ich eine, brauche ich noch 2 von Desdemona. Wer waren denn die Desdemona nochmal? Waren das diese komischen Hüpfe-Dinger da? Nee, ne? Das waren die Skakanes, ne? Bruchknochen, da sind sie. Habe ich 3. Kann ich was abschließen? Müsste ich nur noch mal eben schnell... Wo war denn diese komische Chocobo-Frau? Wo war die Chocobo-Frau? Sag doch mal. Wo ist denn da die Wunschtafel? Ja, genau, ganz oben. Das könnte ich noch abschließen, dann haben wir wenigstens etwas geschafft. Ja, aber wir haben irgendwie haben wir gar keine Seele bekommen, ne? Von dem Jungen jetzt, meine ich. Ich gehe einfach mal, kann ja nichts anderes machen. Gehen wir mal nochmal zurück zur Wunschtafel. Vielleicht treffe ich den alten Mann nochmal. Ich habe ja hier noch gar keine Seele von irgendwo bekommen, ne? Das ist echt... Kakomat. Wir sind alle weg. Alle schlafen. Keep your eye on the clock. It's nearly time to get you back up here. Ja. Ich komme gleich, Snope. Ach ja, nix geschafft. Diese 24 Stunden hier, echt nix. Regt mich ein bisschen auf. Ich muss dann echt mal gucken. Ich habe ja hier dieses Let's Play in Staffeln unterteilt. Oder ich will es in Staffeln unterteilen. Sagen wir es mal so. Scheiß Viecher hier. Ja. Gehen wir mal aus dem Weg. Ich will dann auf jeden Fall so weit spielen, wie es hier geht. Sagen wir es mal so. Bis mich dann quasi die Zeit hier... Ja... so fordert, dass wir dann beenden müssen, dass wir keine Tage mehr frei haben oder Zeit haben. Dann machen wir einfach eine zweite Staffel draus und gucken dann vielleicht nochmal in den Gebieten, wo wir noch nicht waren. Und in der 3. Staffel würde ich dann einfach gerne mal den 100% Run starten. Deswegen diese Season vorher, falls du dich mal gefragt hast. Was war's denn? Das hier? Genau, wo das Zettelchen hinterhängt, ne? Genau. Schließen. Haben wir. Bisschen Gil. Oh, diesmal endlich mal Angriffskraft nach oben und TP-Wert plus 10. Es ist ja nicht viel, aber immerhin etwas, ne? So, das waren die Bruchknochen. Desdemona, wie sahen denn die nochmal aus? Oh Gott. Wer waren denn diese Desdemonas? Ich kann mir ja bestimmt diesen Monster-Katalog angucken. Ja, ich hab's getan. Es tut mir leid. Mission, Aufträge. Karten, Inventar, Datenlog. Da war das, glaube ich, ne? Datenlog, Gegner-Datenbank.
Ja. Jetzt muss ich echt gucken. Oh Gott. Nein. Nein. Wilde Monster? Nein. 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 Da, Desdemona. Ach, die waren das. Mein Gott, wo waren die denn nochmal? Hui. Wo waren die denn nochmal? Ach, die waren bestimmt dort. Warte mal. Wait a sec. Bestimmt da hier in diesem Industriegebiet, ne? Karte. Die waren bestimmt hier. Depotstätte. Kann es sein, dass es hier so, dass die hier so kamen? Oder kamen die hier so? Irgendwo kamen die auf jeden Fall. Ich habe ja schon eine erledigt. Na gut. Gordon Gourmet, der braucht jetzt von... Verdammt, schon vergessen. Der braucht jetzt von... Nebenmission. Familienbetrieb. Genau, Zibet brauchen wir. Ja, dann von was denn? Zibet. Haben wir nicht Zibet schon? Warte mal. Nicht, dass ich das schon wieder so verpeilt habe gerade. Inventar? Andere Gegenstände? Nee, habe ich nicht. Oder? Nö. Doch, Zibet! Alter, ich hab's! Mein Gott! Hatte ich nicht eben zu Anfang der Folge gesagt, von wegen hier bla bla, bevor wir jetzt irgendwie dann da gleich wieder loslaufen, sollte ich dann mit irgendwem noch, soll ich die zweimal ansprechen? Hä? Mann! Unfassbar! So, hier, ganz schnell, komm her! Ja! Ha! I'd recognize that fragrance anywhere. You found Civet Musk. Thank you indeed. It's very kind what you're doing. Seedy's is lucky to have you on its side. Why are you thanking me? If anyone should be grateful, it's me, and the owner of Seedy's, for all of your helpful advice. Oh, quite so. When you put it that way, of course you're right. I just get caught up in a project and start thinking it's my own restaurant I'm saving. But back to business. Here, I developed this new and original recipe. I want you to take it back to Seedy's together with the Civet Musk you acquired. The owner will be waiting anxiously for you. So, you still don't want to meet him yourself? I'm afraid that won't happen. Not ever again. However, that doesn't stop me from wishing him and Seedy's the very best. Please tell him that whatever happens, I'll be praying for his success. Gordon Gourmet's Rezept, na endlich. Lightning, are you thinking what I'm thinking? Do you remember what the owner of Seedy's told us when we met? You mean the story about his son that ran away from home when the restaurant started struggling? Great minds, Hope. Run wild and get the people to react. If the guards get distracted enough, you might find an opening. So. Ja, ich wollte da noch ein bisschen die Leutchen ausreden lassen, deswegen habe ich noch nichts weiter gesagt. Aber dann haben wir das jetzt hier auch endlich geschafft. Mann! Gordon Gourmet's Rezept überreichen! Gordon Gourmet created a new recipe for you. You should make it with this Civet Musk. Do that and you'll be able to save your restaurant. At least, that's what he said. Why, thank you! This is wonderful! How can I ever repay you? This is incredible! Everything is here in black and white! A groundbreaking dish! I'd never have thought to do half the things in this recipe. The genius of Gordon Gourmet oozes from every word. Notice anything else? About the recipe? No, not particularly. It's well organized, written in a clear hand. Wait. This handwriting, it looks strangely familiar. Yes, I've seen it before. These swirls, these bold loops. Could it be? I think so. It turns out Gordon Gourmet has a secret identity. He's your long-lost son. He is? And you're sure it was him who created this wonderful recipe? But more importantly, he's in this town. Is he happy? You have nothing to worry about. He's doing great. Except, I'm really sorry, but I don't think he wants to see you again. I can't tell you where he is. But why? Yes, we quarreled when he left, but that was a long time ago. Is he still angry at me? Do you have a message for him? I can make sure he gets it.
Well, how about this? I'm gonna make his dish just like the recipe lays out. Would you be so good as to deliver it to him? At the very least, I want him to try it. Truth be told, what I really want to tell him is to come back to Seedy's and work with me. Perhaps if he knew that I still haven't lost my touch. Would that be enough to entice him back? I don't know. I don't think words alone will do it, but if he tries your dish and likes it, that might be enough for him. Und wieder zurücklaufen. Ich glaub's ja And there it nicht. is, finished at last. Here, please, I want you to be the first to taste it. All right. I'm feeling hungry anyway. Ja, unsere TP und nicht geheilt. Danke sehr. Wir hatten aber schon volle HP. This might be the most delicious Oder? thing I've ever had in my entire life. Really, it's incredible. Why, thank you. Although all the credit must go to my son, it was his doing. Here, I've made enough for one more. I've asked you for many favors, but would you do this last thing for me? Sure. I'll take it to Gordon Gourmet. Steak à la Zibet. So, verdammt. Wieder zurück. 20 Minuten. Können wir hier... Gab doch mal hier die Zeit anzuhalten, ne? Ging das nicht? Ging das nicht? Na gut. Wir müssen zurück und zwar hier lang. Schnell zurück zu Gordons Gourmet. Ja! Ja! Warten Sie doch kurz, Hope. Ich muss nur noch ein Steak überliefern hier, Lieferservice. So, hier, bitte. Gerade so! Ja! Oh, do I smell what I think I smell? I do, don't I? That must be my recipe. Yes, the owner at Seedy's insisted that I bring you a portion so you could taste it for yourself. I see. Well, then... Oh, yes. A perfect balance of fuzzy mutton and civet musk. The palate sings. It's a microcosm of culinary delight. A theme park of olfactory and gustatory attractions. And if you think that's hyperbole, I've only just begun. This is even better than I imagined. I always knew he was a skilled chef, but this... So, why don't you go back there and help him out again in the kitchen? Go back? What do you mean? I've never... Oh, all right. The cat's out of the bag. You've somehow figured it out. What my true identity is. Yes, I admit it. I am indeed the son of the owner of Seedy's restaurant. It was a long time ago, but one day we quarreled, and I left the shop vowing never to return. We fought over cooking, you see. But even after I left, I vowed that one day I would rebuild the restaurant. That's what started me on my journey to becoming Gordon Gourmet. Since then, I devoted every waking hour to learning about the culinary arts. After many years of study, I finally had an epiphany. I realized what Seedy's restaurant needed to regain its former glory. You had a falling out because of the menu? But when your father saw your recipe, he was thrilled. All he could talk about was how he dreamed of you coming back. So the two of you could run the restaurant together, just like old times. So he recognizes my ability. Oh, but it's too late. I can't go back now. The fact is, I abandoned him in the restaurant when times were tough. I'm ashamed of what I did. I can't face him again. You mustn't feel that way, my son. Father, how did you find me? My apologies to the young lady, but I wanted to see you. I followed her after she left the shop. What do you say? Let's start over. You set out on your own, did things your own way, stayed true to yourself, working hard to achieve your dreams. And now look what you can do. The recipe that you created was amazing. I've never seen the likes of it before. What can I say except that I am proud of you? But Father, I left you. Not in my wildest dreams could I have conceived of such a dish. Indeed, if you had given it to me back then, I doubt I would have recognized its greatness. But worse, I wouldn't have believed you could be capable of such a thing. I always underestimated you, my son. For that, you have my sincere apologies. It's all right. And for what it's worth, I'm sorry for abandoning you and the restaurant when you were struggling to keep it going. Looks like you two have made up. Yes. Now let's get to it, shall we? Together. We'll make Seedy's a success again!
Juhu, na endlich! Meine Fresse hat das lang gedauert. 1500 Gil, eine Kochmütze. Dankeschön. Ja, und da haben wir wieder 2 Menschen zusammengebracht, die auch zusammengehören. Angriffskraft +8 und Magie +4. Ist das was? Und endlich mal ein bisschen Seelen. Dankeschön. Das lief gut. Hat er recht. Genau. Ja. Warte mal. Nee. Want me to pick you up some takeout? You know what I'd prefer over that? If sometime you made me one of your specialty dishes. I haven't spent much time in kitchen. Genau. Sie hat noch nie so viel Zeit in der Küche verbracht. Aber wir haben genug Zeit hier auf den Newsland verbracht, leider. Von daher müssen wir wieder zurück. Da sind wir endlich. Heiliger Raum des Lichts, gib uns einen Tag, bitte! Ich bitte dich. Ja, der wollte ja letztes Mal, wollte er nicht. Aber ich glaube, die eine reicht nicht. Oder? Nee. Schön zu urteilen, hat es nicht gereicht. Scheiße. 2 Tage bis zum Weltuntergang sind am Tag 7. Wir müssen uns ranhalten, sage ich mal, um hier noch weiter spielen zu können. Wir haben auf jeden Fall einen weiteren Tag überlebt. Ich werde gerade mal noch schnell hier reinschauen in die Truhe. Was haben wir da? Amazone. Neues Kostüm. Tja, mehr nicht. Leider. Verdammt. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich im nächsten Tag, wir müssen uns echt dran halten, ne? Mal kurz mit Hope sprechen. Ja, das wissen wir doch. Ja. Wissen wir. Haben wir irgendwas? EP eintauschen. Und 2 Felix werden verbraten. Die müssen wir wieder auffüllen. Also wir haben hier noch den Nektar aus der Dingensbummens, ne? Da müssen wir auch noch machen. So, ja. Schutzengel-Trank haben wir. Über Regena-Trank gibt's auch. Okay. Ja. Trasits Zustand. Warte mal, das ist für mich dafür. Champion noch mehr Glorium. 1, 2, 3. Ich muss hier langsam mal ein bisschen. Hat er irgendwas Neues? Nein. Ja. Okay, würde ich sagen, machen wir hier erstmal an dieser Stelle wieder einen Cut. Ich werde, glaube ich, zwischen den Folgen nochmal ein bisschen in die Kampfgarnituren reinschauen, um dann noch mal ein bisschen was zu verbessern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, würde ich sagen, wieder. Hoffe ich doch mal. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn du neu mit dabei bist, dann würde ich mich auf jeden Fall, wie immer, über ein Abo freuen. Und dann würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdest. Hier bei Final Fantasy XIII Lightning Returns. Bis dann.